Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. This is the Police. Das ist jetzt, hier seht ihr auch oben in der Ecke die Review-Bild. Ja, das ist ein Polizeimanagement-Spiel. Also spielt so ungefähr in den 80er Jahren in der Stadt Freeburg in Amerika. Und man ist hier Jake Boyd, der Polizeichef. Und ja, und er will jetzt halt in Rente gehen. Und will halt natürlich jetzt kurz bevor er in Rente geht, noch so schön viel Geld wie möglich verdienen. Und ist auch manchmal auch ein bisschen, also ich sage jetzt mal nicht korrupt, aber seine Methoden sind manchmal schon ein bisschen fragwürdig. Aber gut, er behandelt die Menschen halt so, wie sie ihn behandeln, sag ich mal. Und er lässt sich halt nichts gefallen und schlägt dann halt auch mal gerne zurück. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Spiel ist zurzeit noch auf Englisch. Wenn das Spiel rauskommt, dann ist es auch auf Deutsch. Also dann sind die Untertitel auch auf Deutsch. Also Sprache bleibt halt Englisch. Ja, dann legen wir einfach mal los. Vielleicht erkennt ihr auch die schöne Stimme von dem Jake Boyd. Kann ich euch ja nachher nochmal darauf hinweisen. Okay, dann erstmal los. Viel Spaß. Tag 1, 15. Juli, Montag. Ja, hier ist immer so beginnt immer unser Tag, dass wir halt quasi die Zeitung lesen. Also Bürgermeister Rogers, Sexmaniac, Fragezeichen. Mark War II to be shown in Freeburg the day before the worldwide premiere by the Major's personal request. Ja, das Rathaus bestätigt, Rumors, ja, bestätigt die Resignierung von Jake Boyd, also ja, dass er quasi zurücktreten will. Ja, und dann legen wir mal los. Erstmal das Auto starten hier. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. Ja, wir sollen jetzt halt eine Pressekonferenz geben, wegen unserem Rücktritt, beziehungsweise unsere Resignation. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. Also, er plant jetzt halt ein bisschen noch was. Das wird dann später im Spiel auch noch, wird noch näher drauf I learned a eingehen. long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. So, jetzt kommt zur Pressekonferenz. Hier müssen wir jetzt auch immer selbst entscheiden, was wir antworten. Erstmal starten wir mit einem guten Morgen. So. Also gestern wurde offiziell bekannt gegeben, dass ich zurücktrete. Oder ja, dass ich halt zurücktreten soll. Kam das jetzt für mich überraschend.
Oder, ja, oder wusste ich es im Vorhinein schon. Jetzt kann ich sagen, überraschend. Der Bürgermeister hat es mit mir diskutiert. Oder ich erwarte diesen Bullshit vom Bürgermeister. Oder what's the difference? Also was ist der Unterschied? Ob das jetzt für mich überraschend kam oder ob ich davon wusste. Ich sage jetzt einfach mal, was ist der Unterschied? What does it matter whether it came as a surprise? My business is my own. Ja, was macht es für einen Unterschied, ob es jetzt für mich überraschend kam? Oder ob das jetzt meine eigene Entscheidung ist. So, wissen wir schon den Namen meines Nachfolgers? Den weiß ich natürlich nicht. Ja, wie gesagt, ich könnte jetzt sagen, es ist ein neuer Mann, es ist ein Veteran oder wen kümmert's. Also ich weiß den Namen noch nicht und deswegen antworte ich jetzt auch mit Nein. Also er sagt gerade natürlich nicht. Der Bürgermeister, also das Bürgermeisterbüro weiß es, glaube ich, selber noch nicht. Jetzt geht es hier um einen Korruptionsskandal mit unserem altbekannten Freund Francis Kendrick. Ja, das, ich lese gerade mal, said he was looking forward to resigning. If the major offered him your position, would that change his mind? Also er will wahrscheinlich auch irgendwie zurücktreten. Und wenn ich jetzt abtrete, ob er meine Position einnimmt, ja, vielleicht, keine Chance, ich wär glücklich. Oder wen kümmert's? Ich glaube mal, no way. He's made up his, also er hat selbst sich schon Gedanken gemacht, ob er zurücktritt oder uns verlässt. Also ich glaube nicht, dass da irgendeiner seine Entscheidung oder dass irgendetwas seine Entscheidung umstimmen kann. So. Jetzt fragen sie gerade, ob ich hier irgendwie mit der Mafia irgendwas zu tun habe. Kann ich jetzt sagen, Bullshit, weiß ich nicht. Wenn es der Polizei hilft. Oder kein Kommentar, ich mach mal keinen Kommentar. Ja, also er sagt ja auch gerade kein Kommentar. Jetzt fragen sie mich gerade, ob meine persönliche Beziehung zum Bürgermeister dass da irgendeinen Grund gab, weswegen ich hier zurücktrete. Nö, sage ich einfach mal Nein dazu. Also ich antworte jetzt gerade, das ist nicht möglich. Bürgermeister Rogers ist ein sag ich mal, also er ist professionell und er macht seine Entscheidungen sehr, ja, carefully, also sehr bestimmend, sag ich mal. Da ist kein Platz in unseren Jobs, ja, für Gefühle. So, Dankeschön. Das war erstmal so das. Ja, sorry, dass ich ein bisschen schlecht das übersetzen kann, aber How's the back today, schon echt Mr. schwer. Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Und jetzt gehen wir erstmal in unser Büro. Erstmal eine Kopfschmerztablette nehmen oder Schmerztabletten wegen den Kreuzschmerzen. Wir sind ja schließlich schon ein bisschen älter, ne? Mit 60. Und die Zigarre anzünden, genau. Oh, kommt doch As jemand soon as I rein. heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a Bürgermeister nutshell. Rogers kommt bei uns rein. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference.
Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough, I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Ja, das So how auch. am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. Oha, was macht er mit unserer Zigarre? Ist ja dreist. 180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. Ja, weiß nicht, ob ihr die Stimme schon erkannt habt, das ist die And Stimme quit vom Duke smoking up the Nukem. office. One of my friends will be using it soon. Also die Stimme ist jetzt hier von Duke Nukem, von dem Jake Boyd. Oder Troy Starr ist gerade schwer beschäftigt. Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Okay, eine klare Ansage gemacht. So, jetzt sind wir auch schon am Tag 2. Ja, wie gesagt, da haben sie echt einen geilen Sprecher sich reingeholt ins Boot. Also mit dem Duke Nukem-Sprecher, das ist echt so mit einer der geilsten Stimmen überhaupt. So, dann lesen wir mal die Tageszeitung. Am Tag 2. Jake Boyd, er sagt gerade, dass sein Rücktritt seine eigene Sache war. Und, ja. Wages, Civil Servants Wages won't be raised this year. Okay. Servants weiß ich jetzt gerade nicht, was das heißt. Also irgendwas mit den Bürgern dieses Jahr nicht mehr steigen. Ja, wie gesagt, wenn das Spiel draußen ist, ist es eh auf Deutsch. Und dann ist es auch kein Problem mehr, denn auch für euch später, wenn ihr jetzt das Spiel gerne mal mit deutschen Untertiteln spielen wollt. Aber wie gesagt, der Patch ist bisher noch nicht da und deswegen muss ich jetzt leider Gottes noch in Englisch spielen. So, dann starten wir mal wieder das Auto. Wie gesagt, das Spiel kommt, glaube ich, am Cops don't 28. use the Genau, police station 28. Juli kommt das cafeteria raus. anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. Ja. Ich erkläre nachher nochmal genau, was das mit dem Ziel auf My sich hat. deputy, Francis Kendrick, he recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. Ah, sehr korrupt, der Kendrick. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. So, dann sind wir auch jetzt schon bei uns auf der Polizeistation. Ne, unser Ziel ist es nämlich, ja, die 180 Tage. Also, ich kann euch das auch gleich nochmal zeigen. Erstmal mache ich das Tutorial, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, das mal anzumachen. Man kann jetzt entweder sagen, ja, möchte man Tipps bekommen und entweder, ja klar, ich möchte welche bekommen, oder
Ich bin 60 Jahre alter Polizeichef und ein paar Monate vor meinem Rücktritt. Ich brauche niemanden, der mir sagt, wie mein Job funktioniert. Aber ich mache auf jeden Fall mal an. So. Ja, hier kann man jetzt einstellen, wen man jetzt in der Schicht hat, für morgen oder für heute. Und das ist dann halt Shift A ist dann quasi heute, Shift B ist dann immer morgen. Und dann kann man halt quasi ja, die Schichten bestimmen, welche Polizisten wo eingesetzt werden. Hier sieht man jetzt quasi mal so, was er alles hat. Also der hier ist sehr erfahren, der hat schon 1230 Professional Points, also der ist schon sehr gut drauf. Dann hat er auch schon drei Ränge, also schon 3 Abzeichen bekommen. Ist ein Trinker, deswegen steht hier die Flasche. Und rechts ist zum Beispiel, also es sind immer so die speziellen Eigenschaften mit der Flasche, da gibt es auch andere Eigenschaften. Und rechts ist hier zum Beispiel die Leiste, wie gut er drauf ist, also ob er erschöpft ist oder ob er noch fit ist. Und der ist jetzt quasi schon leicht erschöpft, also nicht mehr 100% einsatzfähig. Genau, jetzt zeigen sie halt nochmal den Professional-Bonus, also ab 150 ist das schon in Ordnung, also dann schaffen die meisten auch die Fälle. Ja, wie gesagt, hier nochmal der Energiehaushalt und die versteckten Charakteristiken. Ja, hier kann man jetzt erstmal am Anfang noch nicht viel einstellen. Wir haben hier 3 Detectives. Hier zum Beispiel die Price, die ist schon sehr alt. Da werden wir später nochmal drauf kommen, dass wir die auf jeden Fall entlassen. Und die anderen sind erstmal soweit ganz fit. Gerade hier die Kotschi, die ist auch super fit. Dann fangen wir mal an. Erstmal hier die Zigarre wegnehmen. So, gucken, geht's jetzt gleich los? Geht gleich los, ja. Jetzt kann man hier erstmal noch nicht so viel einstellen. Müssen jetzt halt warten, dass Notrufe reinkommen. Die sehen wir dann halt hier links. Man kann auch hier direkt mit der Maus raufdrücken. So, und hier sieht man das jetzt zum Beispiel. Hier ist jetzt ein Crime oder eine Crime Scene, wo man 2 Officers hinschicken kann. Würde ich sagen, schicken wir erstmal mit unseren Besten hin. Und dann nochmal, sag ich mal, so einen mittelmäßigen. Und wie gesagt, desto mehr Slots hier frei sind und auch die Support-Slots, dass man zum Beispiel ein SWAT-Team losschicken kann, desto schwieriger ist der Fall. Und das hier ist jetzt ein Hit and Run. Eine Einkaufspassage. Lesen wir uns mal kurz durch. Married couple excited convenience store and saw a van in the parking lot over a homeless man who'd been digging through a trash can. The driver jumped out to help, but once he saw that he had a bum oder a bum, he got back in the van and quickly. Also da ist halt so ein Penner, der liegt hier halt in der Nähe des Einkaufszentrums rum und der hat halt eine Pistole bei sich. Da würde ich sagen, schicken wir schon erstmal unseren Besten hin. Wir haben ja hier noch einen guten oder noch 2 gute. Schicken wir die erstmal los. Jetzt seht ihr gerade, jetzt fahren die hier gerade hin. Und wenn die dann da sind, dann wird halt, ja, dann sieht man halt hier bei Messages nachher den Statusreport. Dann gucken wir hier nochmal, hier ist ein Kampf beim Kino in der Nähe. Ich lese mir das mal kurz durch. Hier ist halt, ja, irgend so ein, ja, hier wurde halt der Theatermanager, wurde halt hier, also der Kassierer wurde attackiert, wurde einfach auf ihn losgetrampelt und der kämpft jetzt gerade hier mit der Sicherheitswache. Würde ich sagen, schicken wir auch wieder einen Topmann hin und einen mittelmäßigen. Gucken wir, ob sie den Fall schaffen. Weil dann steigen die nämlich immer um 10 Punkte auf, das zeige ich euch auch gleich noch. Ja, und sozusagen hat man jetzt halt 180 Tage Zeit, eine halbe Million zusammenzukriegen. So, Hit and Run. Und haben sie es geschafft? Outcomes. Ja, wenn alles soweit in Ordnung ist und die Polizei die Verbrecher geschnappt hat, gibt es, glaube ich, dann auch immer ein bisschen Geld, ne? Irgendwie so. Ich guck mal, ja, sie haben ihn geschafft. Und jetzt seht ihr, jetzt sind die um 10 Punkte gestiegen, ne? So, die haben das schon mal geschafft und sehen, ob die anderen ihren Fall auch schaffen. Sind jetzt gleich am Tatort. So, gucken wir mal, ob sie es geschafft haben. Ja, haben sie auch geschafft. Wurde auch keiner verletzt. Auch Zivilisten wurden nicht verletzt. Das ist doch super. So, dann hoffen wir mal, dass die anderen schnell zurückkommen. Weil jetzt haben wir 39 Sekunden Zeit. Deswegen warte ich jetzt mal noch, bis die hier wieder zurückkommen. Oh, es sind sogar 2 Fälle. Okay. Hier ist noch ein Kampf. Na, schicken wir mal den.
Müssen wir auf jeden Fall den auch mitschicken. Die anderen haben noch 30 Sekunden Zeit, da sind die anderen wieder zurück, dann kann ich die nochmal losschicken. So, die sind wieder da. Dann schicken wir mal hier bei den Besten los. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht noch ein Fall kommt. Ah, jetzt habe ich natürlich die Besten losgeschickt. Ja, den Fall muss ich jetzt wirklich schwache Leute hinschicken. Das ist natürlich schade. Ja, natürlich ein Assault. Ah. Jetzt habe ich natürlich keine Leute mehr übrig. Jetzt muss ich hier quasi den Austin und die Price hinschicken. Die Price ist schon so alt. Hat auch nur noch 5 Punkte. Aber mehr kann ich jetzt hier leider erstmal nicht machen. Schlägt halt ein Fall wahrscheinlich viel. Und schade. Ah, die haben es wieder geschafft. Das ist super. Ist auch geil gemacht hier so die Animation. Also ich finde das echt schick gemacht. Direct Orders. When your cups aren't sure how to proceed. Genau, jetzt fragen sie mich halt. Habe jetzt halt 3 Möglichkeiten. Also hier, das Auto wurde draußen geparkt. Und man hört halt drinnen, ja, also lautes Gelächter. Und das hört man halt auch durch das Wohnzimmer. Jetzt habe ich halt 3 Möglichkeiten. Entweder ich klopfe an der Tür und sage, öffnen Sie bitte, hier ist die Polizei. Oder ich schleiche ums Haus und öffne ein Fenster. Oder ich mache halt die Sirenen und Lautsprecher an. Und ja, sage ihm halt, dass er umzingelt ist von der Polizei. Haben wir natürlich geschafft, das ist sehr schön. So, die werden jetzt gleich versagen wohl wahrscheinlich. Leider Gottes. Haben sie nicht geschafft. Ah, klar. Gut, aber da hatten wir jetzt erstmal keine Leute mehr, aber wir können uns ja morgen noch ein bisschen umorganisieren. Zeige ich euch dann nochmal im nächsten Video. So, die fahren jetzt wieder zurück. Ja, ich glaube, mehr kann ich jetzt eh nicht machen. Ich glaube, nee, ist kein Fall mehr gekommen. Jetzt muss ich eh beenden. Gut, das war sozusagen der erste Tag. Oder, ja, schon der zweite Tag. Aber der erste Tag, wo wir jetzt wieder am Einsatz waren. Am Schreibtisch. So, jetzt sehen wir hier Shift A. Jetzt quasi die Schicht, die jetzt ja morgen dran ist. Shift B war ja gerade dran. Hier haben wir auch 2 Detectives. Auch hier einen sehr guten Officer. So mit 400er Professionalität. Ja, Roy, das ist ein bisschen schlecht. Aber gut, dann beenden wir den Tag erstmal. Oh. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops.
Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Mafia. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. Boah, And sogar Sand's Teenager people umgebracht. made sure every paper reported it. In 4 Wochen Frank, 31 I don't want to Leute. hear you say that name again. Jack, please listen to me. I'm in with these guys. We Oha. agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Also er sagt ganz deutlich, dass er sich nicht mit der Mafia einlässt. So, jetzt haben wir Tag 3. Würde ich sagen, ja, Francis Kendrick hat auch seinen Rücktritt erklärt. Ja, würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen Break und dann fangen wir in der nächsten Folge mit Tag 3 dann wieder an. Alles klar, vielen Dank. Tschö.